Werfen wir nun einen Blick auf die Stücklistenfunktion. Mit der Eingabetaste bestätige ich die Auswahl der Hauptstückliste. Hier fallen mir zunächst einige blaue Felder auf. Wenn ich den Cursor drauf halte, sehen wir, dass hier Daten überschrieben wurden. In manchen Fällen gibt es einen guten Grund dafür. In unserem Fall wird die Zeichnung nach DIN erstellt, für dieses Teil wurde aber die ISO-Norm angegeben. Deshalb wurde das DIN-Äquivalent manuell eingegeben. Ebenso wollen wir diese Namen als Überschreibungen beibehalten, da sie ursprünglich leer waren. Achten Sie nun auf die Menge von 2 für diese Schraube. Mit dieser Schaltfläche kann ich die Überschreibung entfernen. Nun wird die Menge 1 angezeigt. Ich bestätige diese Änderung. In unserer Zeichnung sind tatsächlich 2 Schrauben, aber es wurde nur eine Teilreferenz eingefügt. Um die Menge zu korrigieren, öffne ich die Teilreferenz und erhöhe hier den Wert auf 2. Nun wird auch in der Stückliste die richtige Menge angezeigt. Es ist auch möglich, weitere Elemente direkt in die Stückliste einzutragen. Ich könnte zum Beispiel einen Anstrich hinzufügen. Dieser Weg wird üblicherweise dann gegangen, wenn keine Teilreferenz verknüpft werden kann. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, Artikel aus der Stückliste zu entfernen, zum Beispiel das Silikon. Wir fügen die Spalte Lieferant hinzu. Nachdem unsere Stückliste konfiguriert wird, werfen wir einen genaueren Blick auf die Teileliste. Über diese Funktion im Ribbon könnten wir eine Teilliste einfügen. Da in unserer Zeichnung bereits eine vorhanden ist, doppelklicke ich sie, um sie zu bearbeiten. Ich füge zunächst die fehlenden Spalten Name und Lieferant hinzu. Es können nur Spalten für Felder eingefügt werden, die im Dialogsfenster Teilreferenz aktiv sind. Ich kann die Information auch von hier aus ändern, aber die Änderung wird dann blau hervorgehoben. Wenn diese Liste sehr lang ist, ist es manchmal schwierig, die Teile in der Zeichnung zu identifizieren. Hilfreich sind hierfür die Schaltflächen Zoomen auf und Hervorheben, welche helfen, die entsprechenden Elemente in der Zeichnung zu finden. Beachten Sie, dass nur diese Schraube blau hervorgehoben wird, da sie eine Teilreferenz hat. Und schließlich zeigt die Spalte Artikel die Positionnummern. Wir erst einmal versuchen, diesen Wert zu ändern. Wenn wir dies tun, können wir sehen, dass sich die Zahl in der entsprechenden Positionsnummern ebenfalls ändert.